Wieso? Haben wir etwa keine russische Technik mehr? Ivan, du musst es ausprobieren. Wir müssen es wissen. Überleg doch mal, mit was sind sich unsere Großväter begegnet? Ach, das ist doch ein feiner Panzer. Was? Das ist kein feiner Panzer, das ist ein Trophäenpanzer. Der hat sogar in der 5. Elite-Garnison gekämpft. Panzerkampfwagen 4 oder, wie man ihn bei uns nennt, 4. Das ist der meistgebaute deutsche Panzer. Er wurde über 8.500 Mal in mehreren Modifikationen von 1937 bis 1945 von Krupp, Womack und Nibelungen-Werke in Serie gebaut. In unserem Fall hier der Panzerkampfwagen 4 Ausführung G. Jedes Besatzungsmitglied hatte seinen eigenen Zugang zum Panzer. Die Mannschaft bestand aus 4 Personen. Im Turm der Richtschütze und der Kommandant. Unten in der Wanne der Funker und der Fahrer. Der Panzer ist 6.620 mm lang, 2.840 mm breit und 2.618 mm hoch und wiegt 23,5 Tonnen. 60% der deutschen Panzerstreitkräfte bestand aus Panzerkampfwagen 4. Die Konstrukteure hatten viel Potenzial für Modernisierungen geplant und das hatten sie auch gebraucht. Die Deutschen hatten, nachdem sie russischen Panzern begegnet waren, die Panzerung und die Bewaffnung erhöht. An diesem Beispiel sieht man, dass der Panzer vorne zu schwer war. Das Heck ist angehoben und die letzte Laufrolle hängt frei in der Luft, obwohl der Panzer gerade steht. Die letzte und stärkste Kanone war die 75 mm L48. 2 MGs, MG 34, Kaliber 7,92. Starke Kanonen und gute Optik hat die deutschen Panzer von den sowjetischen unterschieden. Aber nicht nur das. Im Kampfraum ist alles durchdacht. Nichts stört. Das sind die Vorreiter gewesen. Der im Heck angeordnete flüssigkeitsgekühlte Maybach 12-Zylinder-Motor mit 300 PS bringt das Fahrzeug in Bewegung und teilt es mit dem Getriebe in 2 Hälften auf. Der Platz des Fahrers ist sehr hoch angeordnet. Somit hat dieser eine gute Sichtweite. Lass uns starten. Der Motor ist zwar nicht der stärkste, zieht aber gut in den ersten Getriebestufen. Insgesamt gibt es 5 Gänge. Seine Vorteile sind die Zuverlässigkeit und die gute Starteigenschaft in allen Klimabedingungen. Aber der Motor verbraucht sehr viel. Die Aufhängung besteht aus paarweise angeordneten, gummierten Rollen und elliptischen Kreuzfedern. Die Federung ist nicht sehr komfortabel, da die Aufhängung keine langen Federwege erlaubt. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße beträgt 40 km/h, im Gelände 16 km/h. Aber nicht in russischem Gelände. Russische Straßen haben die Deutschen am zuverlässigsten aufgehalten. Die schmalen Ketten versanken im Straßendreck. Und unser Frost, das wisst ihr ja selbst.
Das schmälert jedoch nicht die Vorteile der Maschine. Allerdings war die Panzerung doch ein wenig schwach. Die Wanne vorne 50 plus 30 mm, die Seite 20 mm, hinten 30 mm, Turm frontal 50 mm. Фу, жарковато. Ну как? Все нормально. А у вас немецкой техники много? Habt ihr sehr viel deutsche Technik? Ja, wir haben ein ganzes Pavillon, das deutscher Technik gewidmet ist. Die Menschen, die hierher kommen, sollen sehen, mit was es unsere Großväter zu tun hatten. In diesem Pavillon ist sogar die ganze Technik von Beginn bis Ende des Krieges untergebracht. Wir haben sogar Exemplare, die es in keinem anderen Museum der Welt mehr gibt. Zum Beispiel die Maus. Der Panzerkampfwagen 4 war zu seiner Zeit eine ganz gute Maschine, aber nicht schlechter oder besser als ein Erstklässler in Sachen Laufgeschwindigkeit und Kampfstärke. Der Erfolg war vor allem der guten Ausbildung der Besatzung zu verdanken und nicht der technischen Vorteile. So konnte man aber das Potenzial der Maschine sehr gut ausnutzen. Nach dem Krieg wurde der Panzer in der tschechoslowakischen Armee bis zum Anfang der 50er Jahre weiterverwendet. Außer in der Tschechoslowakei wurde der Panzerkampfwagen 4 auch in der Türkei, Bulgarien, Syrien und in Frankreich eingesetzt. Ein guter Panzer, zuverlässig. Umso angenehmer ist es zu wissen, dass unsere Großväter diesem Ansturm standgehalten haben. Vergiss nicht, wer Wind sät, wird Sturm ernten.